möchte Ihnen einen kurzen Abriss geben über, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist heute. Wir hatten 2022 verschiedene Cybervorfälle oder Cyberangriffe in Schweizer Gemeinden, wie Sie hier sehen können, beispielsweise in Roll oder auch in Zurzach. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, kurz BABS, kam dann auf das damalige NCSC zu und beantragte Sensibilisierungsmaßnahmen bei den Schweizer Gemeinden. Ich habe dann dieses Projekt übernommen und seither ist viel passiert. Kurz, wir hatten viele Herausforderungen. Eine der Herausforderungen ist, dass die Schweiz ein föderalistischer Staat ist. Wir haben 26 Kantone, über 2000 Gemeinden und jede Gemeinde, jedes Kanton ist anders organisiert. Wir haben uns dann überlegt, wie können wir einen guten Kontakt zu den Gemeinden herstellen, Kommunikationskanäle etablieren und eine gemeinsame Sprache finden. Dazu haben wir mit dem Schweizerischen Gemeindeverband eng zusammengearbeitet und zudem mit Partnern innerhalb des damaligen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, aber auch außerhalb mit Partnern innerhalb der nationalen Zeitstrategie. Wir haben Anlässe durchgeführt in allen Sprachregionen der Schweiz und haben dort einerseits die Dienstleistungen des Bundesamtes für Cybersicherheit vorgestellt und diese Dienstleistungen anschließend auch auf der Webseite unter dem Behördenbutton veröffentlicht. Kommunikationskanäle. Wir haben diese, wie bereits erwähnt, über den Schweizerischen Gemeindeverband etabliert. Wir kommunizieren primär über den Newsletter, also wenn Sie noch nicht registriert sind, dann empfehle ich Ihnen, sich dort zu registrieren. Und zusätzlich veröffentlichen wir 2- bis 3-mal im Jahr einen Artikel im Digitalratgeber. Dort ein Hinweis, wenn Sie ein Bedürfnis haben, ein Thema, das Sie gerne aufgenommen haben möchten, dann können Sie das dort eingeben. Wir werden dieses Thema aufnehmen, aufarbeiten und Ihnen dann konkrete Unterlagen zur Verfügung stellen, wie eben jetzt mit der Krisenkommunikation. Dann haben wir mit dem der Sicherheitsverbund Schweiz, zusammengearbeitet. Dieses E-Learning wurde in Zusammenarbeit mit den Kantonen erarbeitet und kann entweder über ein LMS eingepflegt werden, falls Sie ein solches haben, oder Sie können über die Webseite die verschiedenen Module ebenfalls absolvieren. Dann haben wir noch mit 2 Labels zusammengearbeitet. Das eine ist CyberSafe. Dort gibt es ein günstiges Label oder ein günstiges Audit für Gemeinden, welches Sie durchlaufen können und am Schluss eine gewisse Sicherheit haben, dass Sie betreffend Cybersicherheit gut aufgestellt sind. Das zweite, CyberSeal, das ist ebenfalls ein Gütesiegel, aber für die IT-Dienstleister. Für Schweizer Gemeinden bedeutet das, wenn Sie einen IT-Dienstleister suchen, dann können Sie nebst einer ISO-Zertifizierung eben auch auf dieses Gütesiegel achten, und weil es zeigt, dass ein IT-Dienstleister gewisse technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Cybersicherheit oder zum Schutz vor Cyberrisiken umgesetzt hat. Gut, mit diesen einleitenden Worten möchte ich gerne an Stefan Frank übergeben, welcher den Erfahrungsbericht mit Ihnen teilt. Ja, liebe Sandra, danke vielmals für die Anmoderation und ich danke auch dem BABS für die Einladung und die Gelegenheit, hier den Luzerner Weg zu präsentieren. Geschätztes Publikum, Cybermaturität. Wie steht es um die Cybermaturität in den Luzerner Gemeinden? Das war eine Frage, die sich der Kanton Luzern gestellt hat. Und in meinem Erfahrungsbericht, 10 bis 15 Minuten, werde ich Ihnen einen kurzen Einblick geben über die Herausforderungen, die wir hatten, die Vorgehensweise, die wir gewählt haben, um diese Cybermaturität zu eruieren.
Dann, wie haben wir ausgewertet und was sind dann die Erkenntnisse aus dieser Erhebung und welche konkreten Handlungsempfehlungen haben wir dann den Gemeinden abgegeben. Der Kanton Luzern, ein wunderschöner Kanton. Ich habe hier ein Bild, das eigentlich aufteilt in so die städtischen Gemeinden, die intermediären Gemeinden und die ländlichen Gemeinden. Also größtenteils ist es ein ländlicher Kanton mit großen Städten und vielen man kann sie nicht genau zuordnen, Zwischengemeinden. Er ist unterteilt in 80 politische Gemeinden, die wir kennen. Es gibt Städte und Dörfer. Und Sie sehen auch, wir haben sehr kleine Gemeinden, hier als Beispiel Honau mit 424 Einwohnern, aber dann auch die Stadt Luzern mit heute glaube ich sind es über 84.000 Einwohner. Was auch ganz wichtig ist, in Luzern, die Gemeinden genießen eine extrem große Autonomie. Die ist in unserer Verfassung, in der kantonalen Verfassung verankert. Und das wird gelebt im Kanton Luzern. Diese Autonomie der Gemeinden widerspiegelt sich dann auch in den Informatikdienstleister der Gemeinden. Die können diese frei wählen. Natürlich organisieren sich Gemeinden natürlich untereinander selber und machen so IT-Verbunde. Das kennen wir in Luzern. Da haben wir eben genau diese Herausforderungen. Unterschiedliche IT-Verbunde sind gewisse Risiken. Ich habe hier ein Bild dargestellt. Die roten Vierecke repräsentieren die IT-Dienstleister und die runden Kreise die Gemeinden, die bei diesem IT-Dienstleister angeschlossen sind. Da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen. Und Sie sehen jetzt, wenn ein IT-Dienstleister ein Problem hat und ich sage jetzt mal 15 Gemeinden dann auch ein Problem bekommen, dann haben wir im Kanton ein Problem. Diese Verbunde, das haben wir auch festgestellt, ist in der Kommunikation, in der Krisenkommunikation stellt das eine extrem große Herausforderung dar für die Gemeinden und die Städte, eine einheitliche Kommunikation in einem Cyberkrisenfall sicherzustellen. Gut. Wie sind wir vorgegangen im Kanton Luzern? Wenn wir eine Cybermaturitätserhebung machen, müssen wir Daten haben. Wir müssen eine Ist-Analyse machen. Dazu haben wir 2 einfache Fragebogen entwickelt. Den einen Fragebogen haben wir an die Gemeinden geschickt und den anderen an die entsprechenden IT-Dienstleister. Und diese mussten ihn dann möglichst ehrlich beantworten. Sie sehen hier auf der Folie, welche inhaltlichen Punkte wir hier abgefragt haben. Und nochmals, diese Fragebogen, die waren nicht groß. Wir wollten da das Zeitbudget der Gemeinden und vor allem auch der IT-Dienstleister nicht extrem strapazieren. Diese Fragebogen wurden uns zurückgeschickt und wir haben dann mit einer Datenauswertung begonnen. Sie sehen hier auf der nächsten Folie, wie wir das gemacht haben. Also wir haben auf der einen Seite die Gemeinden, dort sehen Sie die Datenpunkte, die wir einbezogen haben. Die haben wir bewertet, also ein klassisches Scoring gemacht. Diesen Datenpunkten, ist das vorhanden, ist es nicht vorhanden? Und auf der anderen Seite auch bei den IT-Dienstleistern, dort hatten wir ein bisschen mehr Datenpunkte. Das gibt dann für die Gemeinde und für den IT-Dienstleister ein Score und diese haben wir zusammengenommen. Und wir haben das eigentlich auch genau gleich gemacht, wie das Cyberkriminelle auch tun würden. Wir haben öffentliche, verfügbare Finanzkennzahlen, hier Lustat. Dort finden Sie pro Gemeinde wirklich die finanzielle Stärke der Gemeinde oder der Stadt oder der Städte, haben das eigentlich genommen und in unsere Risikobewertung mit einbezogen. Also wenn das Scoring einer Gemeinde zusammen mit dem IT-Dienstleister eher niedrig war, aber die Gemeinde über ein extrem großes finanzielles Potenzial verfügt, also eine reiche Gemeinde ist, entsprechend auch ein größeres Risiko. Aus dieser Risikoeinschätzung pro Gemeinde und IT-Dienstleister haben wir dann Maßnahmen
abgeleitet. Kommen wir zu den Erkenntnissen aus der Datenerhebung. Wird wirklich so ein bisschen anonymisiert. Was machen wir? Gut. Was ich wirklich nicht sein möchte, ist ein Gemeindeschreiber in der Gemeinde. Wir haben festgestellt, dass sehr viele Gemeinden nicht krisenfest aufgestellt sind, dies vor allem infolge von sehr vielen Personalunionen. Also eine Person macht unterschiedlichste Arbeiten, auch in einer Cyberkrise. Viele Gemeinden führen auch keine Sensibilisierungsmaßnahmen mit ihren Mitarbeitenden und vor allem auch dem Milizkader durch. Also sie sind da nicht so aware. Was wir auch festgestellt haben, und das war eigentlich noch lustig, die Gemeinden sagen uns, sie seien eigentlich nicht gut abgesprochen mit ihren IT-Dienstleistern, was sie zu tun haben in einem Cybervorfall. Was hingegen auf der anderen Seite uns die IT-Dienstleister zurückgemeldet haben, ist, das ist alles klar, das ist super, wir sind da organisiert, wir wissen, was da tun, wir sind abgesprochen mit der Gemeinden. Also hier gibt es eine recht große Diskrepanz, welche wir festgestellt haben. Ich habe vorher den Gemeindeverbund, viele Gemeinden, welche einen IT-Dienstleister haben, das haben wir auch festgestellt, dass diese Gemeinden in Krisenkommunikation, und das ist sehr essentiell in einer Krise, dass gleich kommuniziert wird, die sind nicht untereinander abgesprochen. Hier sehen wir noch einen großen Bedarf, dass diese Absprachen stattfinden. Und auch der letzte Punkt ist, Sie haben absolut keine Erfahrung. Ich hatte sehr viele Telefone von Gemeindemitarbeitenden und habe gesagt, ja Herr Frank, wenn da jetzt so etwas passiert, was kommt dann da auf uns zu, mit was müssen wir da eigentlich rechnen? Also die Erfahrung, was auf die Gemeinden zukommen wird bei einem Cybervorfall, ist völlig unbekannt. Dies engt explizit auch auf die Krisenkommunikation. Wie kommunizieren wir in einer Krise, in einer speziellen Krise mit Cyberbezug? Was sind da die Erkenntnisse? Diese Erkenntnisse haben wir unseren Gemeinden anlässlich eines Sensibilisierungsanlasses mitgeteilt, anonymisiert. Und bei Gemeinden, wo wir Handlungsbedarf gesehen haben, sind wir explizit in einem bilateralen Gespräch auf sie zugegangen. Welche Handlungsempfehlungen haben wir abgegeben? Sie sehen hier ein Bild, unten der gelbe Sockel. Da geht es wirklich eigentlich um die Awareness-Schulung. Sandra Lüthi hat es angesprochen, zum Beispiel auch mit dem E-Learning, Cybersicherheit und Informationssicherheit. Das ist sicher eine Handlungsempfehlung. Da sind wir jetzt im Kanton Luzern daran, interessierten Gemeinden das E-Learning zur Verfügung zu stellen. Was auch wichtig ist, das haben wir Ihnen auch mitgeteilt, dass Sie so mit sogenannten Tabletop-Übungen sich fit machen sollen für, wie gehe ich dann beim Cybervorfall innerhalb meiner Organisation damit um. Daraus abgeleitet dann über zum Krisenmanagement. Wie sind wir aufgestellt? Welches sind unsere kritischen Prozesse? Dass sich da die Gemeinden wirklich Gedanken machen, okay, was muss dann zu 100% laufen? Wie sieht der Notfallprozess aus? Ja. Und selbstverständlich auch die Absprachen zwischen den IT-Dienstleistern und den Gemeinden, dass sie hier wirklich einen Fokus darauf legen, auf den IT-Dienstleister zugehen und sagen, hey, was passiert, wie sind wir organisiert bei einer Cyberkrise. Das einmal zu Krisenmanagement. Auch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Ransomware, das ist der Umgang mit Lösegeldforderungen. Ich möchte hier klar und deutlich feststellen, es sollte kein Lösegeld gezahlt werden. Wir haben aber wieder die Autonomie der Gemeinden. Der Kanton kann ihnen da nichts vorschreiben. Darum vorbereitet sein, insbesondere auch, welche rechtlichen Aspekte zu beachten sind. Wie gehe ich um mit der Polizei, die Verhandlung führt? Haben wir da Erfahrungen? Wie macht man das? Und so weiter. Gut. Und das zentrale Punkt, was wir auch festgestellt haben, viele Gemeinden haben einen Gemeindenführungsstab.
der weiß haargenau, wenn da ein Unwetter ist und hier ein Erdrutsch ist, muss das und das organisiert werden. Diese Unterstützung ist bei Cybervorfällen innerhalb der Gemeindeführungsstäbe noch nicht etabliert. Dies ist so eine Handlungsempfehlung, welche ich den Gemeinden mitgeben möchte. Nehmen Sie das mit in den Krisenstab. Diese Krisenorganisation, die ist etabliert, die weiß, wie Stabsarbeitsprozesse ablaufen, wie man mit einer Krise umgeht. Von diesem Know-how kann man profitieren, auch in einer Cyberkrise. Das sind so ganz grob die Handlungsempfehlungen, welche wir unseren Gemeinden mitgegeben haben. Ein kurzer Ausblick, was wir geplant haben. Das ist einerseits wirklich so das Krisenkommunikationskonzept für Gemeinden, welches wir bis Sommer 2024 erarbeiten wollen. Und dann auch als zweites Element so ein Notfall, ein Cybernotfallkonzept, eine Vorlage, die heruntergeladen werden kann, damit jede Gemeinde eigentlich ihre persönlichen Daten dort eintragen kann und im Cybernotfall aus der Schublade hervornehmen kann und entsprechend diesem Notfallkonzept vorgehen kann. In diesem Sinne da ein ganz kurzer Einblick, wie wir das im Kanton Luzern gemacht haben. In diesem Sinne, danke vielmals für die Aufmerksamkeit und ich übergebe jetzt an Manuela, an Sandra. Danke. Vielen Dank, Stefan. Ich übernehme und komme auf das Fokusthema der Krisenkommunikation zu sprechen, wenn Schweigen eben nicht Gold ist. Ich möchte am Anfang kurz sagen, ich bin keine Krisenkommunikationsspezialistin. Wir hatten aber das Glück, seitens BACS, Bundesamt für Cybersicherheit, mit den Kantonen Zürich und Waadt eng zusammenzuarbeiten. Die beiden Kantone haben ihr Know-how zur Verfügung gestellt und mit uns die Unterlagen, die Sie jetzt auch auf unserer Webseite finden, zusammengestellt. Am Anfang möchte ich darauf eingehen, was denn überhaupt eine Krise ist. Eine Krise ist immer zeitlich begrenzt. Sie ist nicht durch bekannte Bewältigungsstrategien lösbar. Und deshalb löst sie eben auch Angst und Hilflosigkeit bei den Betroffenen aus. Wichtig ist auch, dass eine Krise immer Entscheide bedingt, die getroffen werden müssen und die weitreichende Folgen haben. Wenn wir jetzt die Krise in einem Dreiphasenmodell anschauen, dann sehen wir, dass am Anfang auch ein großer Kommunikationsbedarf da ist, der dann über die Zeit wieder ein bisschen abschwächt. Diese 3 Phasen haben wir in dem ganzen Pilotprojekt aufgenommen. Am Anfang sind vor allem die Gerüchte respektive versus Fakten, wo man prüfen muss, okay, was haben wir für Fakten, was sind Gerüchte, klar kommunizieren, ich komme danach darauf zu sprechen. Danach in der zweiten Phase geht es eher um die Ursachenforschung, also was ist genau passiert, was sind die Hintergründe. Und am Schluss, wenn eigentlich die ganze Krise am Ausklingen ist, muss man dann vielleicht, oder empfehlen wir jedenfalls auch nochmal dann eben kurz kommunikativ einzuwirken. Wann ist denn ein Cyberangriff überhaupt eine Krise? Nicht jeder Cyberangriff ist eine Krise, das möchte ich hier klar festhalten. Wir haben das mal so definiert, dass wenn die Verfügbarkeit, die Integrität, die Vertraulichkeit oder die Nachvollziehbarkeit eingeschränkt ist, dann sprechen wir von einer Krise. Es kann sein, dass beispielsweise Systeme verschlüsselt wurden oder auch diese sonst nicht mehr verfügbar sind. Und das hat dann auf die Handlungsfähigkeit der Gemeinde einen starken Einfluss, was eben diese Krise dann schlussendlich manifestiert. Die Herausforderungen, vor allem wenn eine Gemeinde, eine öffentliche Behörde eben angegriffen wird, ist, dass wir eine
hohe Medienaufmerksamkeit haben. Es ist auch fachlich komplex. Stefan Frank hat zuvor Erdrutsche, Feuer etc. erwähnt. Das sind Krisen oder Ereignisse, die passieren können, die wir seit Jahrhunderten kennen. Das ist bei Cyberkrisen nicht der Fall, also es ist komplex. Wir haben oft auch unvollständig vorhandene Informationen, jedenfalls am Anfang. Die Umstände verändern sich rasch, das kann immer wieder vorkommen, und auch wir haben viele involvierte Personen, die nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen. Also ich sage zum Beispiel, die Technik spricht vielleicht nicht die ganz gleiche Sprache wie der Gemeindepräsident, und sich dort gut zu verstehen, das ist eine Herausforderung. Die Grundsätze, also wir sagen eben, es ist klar, Sie müssen sich überlegen, wann kommunizieren Sie. Wir sagen auch, besser erst intern und dann extern kommunizieren, aber grundsätzlich empfehlen wir eine frühe, proaktive und transparente Kommunikation. Es ist nicht so schlimm, wie wenn Sie schweigen oder sich schlimmstenfalls sogar noch widersprechen, weil auch können Sie in der Theorie nachlesen, dies sind wirklich Krisenbooster, die dann das Ganze schlimmer machen. Wichtig ist, dass Sie sich als eine zentrale und vertrauenswürdige, glaubhafte Informationsquelle manifestieren. Kommunizieren Sie nur mit überprüfbaren Fakten. Ich mache hier ein Beispiel. Wenn Sie nicht wissen, ob sensitive Informationen geleakt wurden, dann sagen Sie das. Es ist zurzeit nicht klar. Sie werden solche Textbausteine auch in den Templates finden, die auf unserer Webseite heute zur Verfügung stehen. Ich habe es bereits mehrfach erwähnt, nutzen Sie eine verständliche Sprache. Die Bevölkerung ist nicht IT-affin, da müssen wir uns keine Vorstellungen machen. Und das Zweite ist, Botschaften müssen wiederholt werden. Definieren Sie Kernbotschaften, die Sie dann in jeder Kommunikation wieder aufnehmen. Das Letzte, was ich mit auf den Weg geben möchte hier, ist, wie bereits erwähnt, eine Krise macht, dass die Leute Angst haben, dass sie verunsichert sind. Nehmen Sie diese Sorgen ernst, seien Sie empathisch. Das ist ebenfalls auf der Soft-Skill-Ebene eine wichtige Eigenschaft. Wenn wir jetzt wieder zurück zu diesem Drei-Phasen-Modell gehen, dann sehen wir am Anfang, wenn eben der Kommunikationsbedarf hoch ist, da sollten Sie über den Cyberangriff kommunizieren. In der zweiten Phase können Sie dann über einen Lagebericht machen, zeigen, okay, was ist gegangen, allenfalls erste Erkenntnisse aus Analysen teilen und am Schluss in der dritten Phase dann über den Abschluss des Vorfalls oder der Krisenorganisation informieren. Wir haben auch sämtliche Unterlagen, die Sie auf unserer Webseite finden, nach diesen 3 Phasen gegliedert. Sie können die gerne im Nachgang, oder vielleicht haben Sie sie bereits angeschaut, sich zu Gemüte führen. Ich möchte nun ein Beispiel zeigen einer Gemeinde, die das sehr vorbildlich gemacht hat. Das ist die Gemeinde Buchs aus dem Kanton Aargau. Die hatten am 27. Februar einen Cybervorfall, das war ein Dienstag, und haben am Mittwoch, also tags darauf, bereits kommuniziert. Sie haben früh, proaktiv und eben auch transparent kommuniziert und immer, meiner Meinung nach jedenfalls, in einer sehr verständlichen Sprache. Sie haben sich positioniert, wie bereits wir in der Theorie gesehen haben. Sie sind zentral und glaubhaft. Und sie haben nur mit überprüfbaren Fakten kommuniziert. Wenn wir jetzt in die Phase 2 gehen, dann haben sie aufgezeigt, welche Einschränkungen sie erlebt haben, was erste Analyseresultate ergaben, und sie haben auch die eingeleiteten Schritte in einem Lagebericht kurz und verständlich formuliert. Am 8. März, also nicht viele Tage darauf, haben sie ein Follow-up gemacht, das wäre die 3. Phase der Kommunikation, und haben den Vorfall als abgeschlossen kommuniziert. Auch hier eben das Päckchen, sage ich jetzt mal, schön zusammengeführt und geschnürt.
Wie bereits jetzt mehrfach erwähnt, haben wir auf der Webseite des Bundesamtes für Cybersicherheit diese Unterlagen Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie finden die unter dem Behörde-Button, Vorfall was tun und dann Cyberangriff wie kommunizieren. Wir haben aktuell Textbausteine zu Ransomware und DDoS-Angriffen. Das ist einfach so gewählt worden, weil dies die meisten Phänomene sind, die von den Gemeinden betroffen sind. Wir haben aber in Planung, dort weitere Phänomene aufzunehmen. Nun möchte ich gerne das Wort an Manuela Sonderegger übergeben und sie wird Learnings zum Fall X-Plane präsentieren. Grüezi miteinander. Das Stichwort X-Plane ist seit Mai 2023 über 3000 Mal in verschiedenen Print- und Online-Artikeln aufgetaucht. Der Grund war ein Ransomware-Angriff auf die IT-Firma X-Plane. X-Plane ist auch eine Zulieferfirma der Bundesverwaltung. In dem Moment, als klar wurde, dass auch Daten der Bundesverwaltung betroffen sein könnten, startete bei uns die Krisenkommunikation. Am 9. Juni haben wir die breite Bevölkerung informiert, dass möglicherweise operative Daten der Bundesverwaltung mit abgeflossen sein könnten. Das Medium war natürlich groß und steigerte sich im Anschluss noch ein wenig, als wenige Tage später ein DDoS-Angriff auf verschiedene Webseiten der Bundesverwaltung startete. Ein DDoS-Angriff ist ein Angriff auf die Verfügbarkeit von Webseiten. Die Angreifer senden sehr viele Anfragen auf eine Website und so ist die Webseite dann kurzzeitig nicht erreichbar. Das Motiv der Angreifer ist hierbei die Aufmerksamkeit der Medien und der Bevölkerung zu erhalten. Entschuldigung, wir müssen hier... ist eben das Hauptmotiv der Angreifer, die Aufmerksamkeit zu erregen. Und bei einem Ransomware-Angriff ist vor allem ein finanzielles Motiv im Hintergrund. Dass diese beiden Vorfälle zeitgleich stattgefunden haben, war ein Zufall. Und wir mussten hier bei der Kommunikation diesen Unterschied gut erklären. Dass wir dies konnten, war klar, dass wir hier einen klar definierten Kommunikationsprozess brauchten. In beiden Vorfällen war das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, das ist das heutige Bundesamt für Cybersicherheit, die zentrale Koordinations- und Anlaufstelle. Dank diesem vordefinierten Prozess konnten wir, sobald neue Erkenntnisse feststanden, diese schnell, transparent und vor allem mit allen beteiligten Personen und Fachgebieten publizieren. Denn eine transparente und rasche Kommunikation war einer unserer wichtigsten Grundvoraussetzungen. Das bedeutete auch, dass in dem Moment, wenn wir neue Erkenntnisse hatten, haben wir eine Medienmitteilung verfasst. Also das heißt am 9. Juni, dass ein Datenabfluss, dass ein Angriff stattgefunden hat, am 12., dass der DDoS-Angriff gestartet hat, am 14. Juni, dass die Daten auf dem Darknet waren und so weiter. Neben der guten Kooperation und Zusammenarbeit, dem klar definierten Kommunikationsprozess, war ein weiteres wichtiges Instrument, das wir benutzt haben, ein Q&A. Wir haben hier mit 14 Fragen gestartet. Mittlerweile ist das Dokument auf 72 Fragen und Antworten angestiegen. Bei der ersten großen Welle der Medienanfrage konnten wir dieses Dokument auf der Webseite aufschalten und es hat uns dabei geholfen, ein bisschen Zeitdruck aus der Medienarbeit zu nehmen, denn die Journalisten hatten so die Möglichkeit, einfach Zugriff auf schriftliche und zitierfähige Antworten zu haben. Sich Zeit zu lassen, um schon formulierte Anfragen zu kommunizieren, ist eines der wichtigsten Erkenntnisse, die ich persönlich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Denn mir ist Folgendes passiert, als die
Hackergruppierung die Daten auf dem Darknet publiziert haben, haben ganz viele Leute zeitgleich auf diese Daten Zugriff gesucht und haben versucht, die Daten herunterzuladen. Also seien es Sicherheitsforschende, Journalisten oder einfach sonstige interessierte Personen. Das hatte zur Folge, dass wie ein DDoS-Angriff auf die Darknet-Seite der Hacker stattgefunden hat und die Daten dadurch vom Netz verschwunden sind, vom Darknet verschwunden sind oder nicht mehr erreichbar waren. Das ist natürlich auch den Journalisten aufgefallen und so kam am Sonntagmorgen eine Anfrage von SDA, wo denn die Daten seien, ob sie weg seien. Ich habe etwas zu schnell geantwortet, habe meine Antwort nicht klar ausformuliert und ich hatte bereits, nachdem ich die Antwort gegeben hatte, ein schlechtes Bauchgefühl und in dem Moment, als ich die erste Schlagzeile gelesen habe, Daten aus dem Darknet verschwunden, wusste ich, okay, das war jetzt zu schnell, weil nachher habe ich eine Weile gebraucht, bis ich diese Schlagzeile wieder korrigieren konnte. Hätte ich von Anfang an mir die Zeit genommen, wäre der Aufwand am Schluss kleiner gewesen. Das gehört auch zu einem meiner Fazits und Empfehlungen an Sie hier draußen. Nehmen Sie sich Zeit, formulieren Sie sich die Antworten gut aus, arbeiten Sie im Team, denn die Bewältigung einer Krise ist immer interdisziplinär, also alle zusammen. Koordinieren Sie sich gut, seien Sie transparent und eben nehmen Sie sich genügend Zeit. Genau, das wäre es von meiner Seite und wir würden hier das Feld für Fragen öffnen. Gut, wir kommen mit nach vorne. Mit mir meine ich Stefan Frank und ich. Ich habe den Laptop vor mir, also wenn Fragen via Chat eingehen, dann würden wir diese gerne beantworten. Gut, ich lese die erste Frage vor, damit sie von allen gehört werden. Können die erwähnten Vorlagen auch für privatwirtschaftliche Unternehmen zugänglich gemacht werden? Ja, selbstverständlich. Aktuell, wie gesagt, sind sie unter dem Behörde-Button auf der Webseite des Bundesamtes für Cybersicherheit einsehbar. Wir sind aktuell daran, das Wording auch für die Unternehmen anzupassen, aber bereits mit den jetzt verfügbaren Unterlagen können Sie diese jederzeit auch für Firmen, KMU benutzen. Gibt es Checklisten dazu? Vielleicht könnten Sie das explizit formulieren, zu was? Weil wir haben ein Q&A auch gemacht mit möglichen Fragen, die Sie antreffen könnten. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen nach oben scrollen. Gut, Checklisten habe ich im Moment keine zusätzlich. Doch, zum Aufbau von Krisenmanagement. Stefan Frank hat bereits angetönt, was der Kanton Luzern angedacht hat. Vielleicht möchtest du das wiederholen. Ich nehme dann noch Bezug auf uns. Ja, genau. Also wir sind daran, wirklich so eine Vorlage zum Krisenmanagement, wirklich zum Cyberkrisenmanagement zu machen. Das ist dann so, das können Sie sich vorstellen, ist eine Vorlage, welche auch diese Bausteine eigentlich drin hat und dann die Gemeinde oder die Stadt explizit genau ihre Ausprägung dort hineinschreiben kann, dass das festgehalten ist und dann auch kommuniziert werden kann innerhalb der Organisation, innerhalb der Krisenorganisation.
Dieses Dokument muss dann verfügbar sein und muss im Krisenfall hervorgenommen haben. Es ist ein Notfallkonzept in der Krise. Das muss dann verfügbar sein. Daran sind wir jetzt, diese Vorlage zu machen. Genau, ich kann auch von meiner Seite her ergänzen, dass viele Gemeinden solche Notfallkonzepte bei uns auch schon angefragt haben. Es ist nicht ganz einfach, ein solches zu erstellen. Das kann Stefan Frank sicher bestätigen, einfach auch, weil je nach Phänomen, eben der Cyberangriff oder auch die Maßnahmen, die eingeleitet werden müssen, nicht ganz dieselben sind. Wir haben das aber auch seitens Bundesamt für Cybersicherheit aufgenommen. Ich werde da sicher in Zukunft auch eng noch mit Stefan weiter zusammenarbeiten und wir hoffen, dass wir Ihnen nächstes Jahr vielleicht dann auch von unserer Seite her etwas zur Verfügung stellen können. Ich hoffe, diese Frage ist so zufriedenstellend beantwortet. Ich würde zur nächsten Frage gehen. Wer ist der E-Learning-Partner? Wie gesagt, die Kantone haben das E-Learning erarbeitet. Aktuell der ganze Unterhalt, das Management und das E-Learning, auch die Aktualisierung ist bei Digivolution. Wenn aber Fragen sind zu diesem E-Learning, dann können Sie das über Mail via info@elearningsyber.ch stellen und sie werden Ihnen dort gerne antworten. Falls Sie jetzt diese E-Mail sich nicht behalten konnten im Kopf, das ist kein Problem. Auf unserer Webseite, wieder unter dem Behörde-Button, dort finden Sie die Informationen zum E-Learning und auch den Kontakt, wo Sie eben Ihre Fragen adressieren können. Gut, dann nehme ich die nächste Frage. Wie häufig leitet schweizweit eine Schweizer Gemeinde einen Cybersecurity-Vorfall? Wie ich bereits gesagt habe, es ist immer eine Frage, wann sprechen wir genau von einem Cybervorfall? Ich meine, sämtliche Gemeinden, Unternehmen unterstehen tagtäglich zig Angriffen. Denn dann, wenn die Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, sprechen jetzt wir eben von einer Krise oder von einem größeren Cybervorfall. Es ist im Moment glücklicherweise noch nicht weit verbreitet. Sie haben wahrscheinlich oder vielleicht in den Medien gelesen, welche Gemeinden auch in diesem Jahr, wie Bux jetzt zum Beispiel, betroffen waren. Es ist auch so, dass immer mehr die Gemeinden von sich aus kommunizieren. Ich kann jetzt hier aber keine definitive Zahl nennen, weil ich habe sie nicht im Kopf. Es gibt auch keine. Es gibt auch aktuell noch keine generelle Meldepflicht. Und aus diesem Grund kann man die Zahlen auch noch nicht erfassen. Dies wird sich ändern mit der Einführung der Meldepflicht für kritische Infrastrukturen, wo die Gemeinden auch dazugehören. Genau, jedenfalls ein Teil der Gemeinden wird dort dazugehören. Im Herbst in diesem Jahr, als Spätherbst, werden wir ebenfalls in diesem Rahmen dann eine Veranstaltung zur Meldepflicht machen. Auch diese werden wir dann wieder via Newsletter kommunizieren. Führen Sie Übungen durch, Gemeinde mit IT-Dienstleister und alle Gemeinden untereinander? Ich von unserer Seite kann sagen, nein, machen wir nicht, weil da würden wir in den Markt eingreifen, das dürfen wir nicht. Ich weiß nicht, ob der Kanton Luzern für die Luzerner Gemeinden etwas macht. Nein, das ist eigentlich auch das, also ich habe es wirklich auch mit der Regierung im Kanton Luzern angeschaut, das wäre wirklich zu großer Einflussnahme. Die Gemeinden sind hier in der Autonomie und müssen das eigentlich selber organisieren. Dazu gibt es in der Wirtschaft wirklich sehr gute Unternehmen, die solche Tabletop-Übungen zusammen mit dem IT-Dienstleister und der Gemeinden, und da komme ich wieder auf den Verbund, dass man das wirklich im Verbund üben kann. Das würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, sowas mal ins Auge zu fassen und gemeinsam zu üben. Aber vom Kanton her wäre das zu invasiv. Gut, dann die nächste Frage. Wie schafft man eine abgestimmte Kommunikation
wenn beispielsweise mehrere Gemeinden oder beim selben IT-Dienstleister, Rechenzentrum oder Informatik betroffen sind. Wer hat hier den Lead? Kanton, Gemeinde, Dienstleister, Agentur etc.? Ich würde gerne diese Frage übergeben. Genau, hier können wir ganz konkret den X-Plane-Fall nehmen. Es ist wichtig, dass ein klarer Kommunikationsprozess definiert wird, dass gemeinsam eine Auskunftsstelle definiert wird. Das war in unserem Fall das NCSC. Und alle Beteiligten hatten zu jeder Zeit denselben Wissensstand und es wurden auch jeweils alle abgeholt. Es ist wirklich wichtig, dass im Voraus dies gemeinsam abgemacht wird und auch im Voraus ein Prozess definiert wird. Ich kann da vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Im Kanton Luzern habe ich auch schon Einladungen bekommen für sogenannte ERFAs, Erfahrungsaustausch. Da sitzen wirklich diese Gemeinden zusammen mit dem IT-Dienstleister und besprechen Projekte und so weiter. Ich glaube, das ist genau ein gutes Gefäß, um genau solche Fragen der Krisenkommunikation, wie stimmen wir uns in Zukunft ab, dort einmal zur Sprache zu bringen und dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Wer wird im Lead sein, wann ist er im Lead und so weiter. Diese Abstimmung sehe ich so in einem Gefäß, wo man das machen kann. Ich möchte nur noch einen Punkt aufnehmen oder einen Teilaspekt der Frage, ist ja auch noch die Frage nach dem Lead. Wer den Lead hat, ich denke, dort gibt es ja verschiedene Bereiche, also Kommunikation kannst du sicher wieder beantworten, bei der ganzen Strafverfolgung oder hat dann die Polizei respektive die Staatsanwaltschaft den Lead. In der Technik ist es dann halt vielleicht der IT-Dienstleister, der zusammen mit weiteren Personen entscheidet, wie oder was gemacht wird. Aber vielleicht hast du dort auch noch eine Ergänzung dazu. Wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass alle gemeinsam eine gemeinsame Sprachregelung definieren und dass es eine Anlaufstelle gibt, die Auskunft gibt. Und es ist natürlich so, dieser Prozess, der ist definiert, aber er ist auch flexibel. Es ist einfach wichtig, dass man sich untereinander gut abspricht und wenn man im Vorfeld eben diesen Prozess definiert hat, ist es dann auch während der Krise einfacher, diese Abstimmungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Also das kann dann auch in einer Krise, hat man ja dann die Namen der verantwortlichen Personen und dann kann man einmal im Tag immer zu einem fixen Zeitpunkt ein Austauschmeeting aufsetzen. Man hat dann einen Mailverteiler. Das geht dann eigentlich ziemlich automatisch. Gut. Habe ich das richtig verstanden, dass man das E-Learning von der URL, die da eingeblendet ist, auch als Scrum-Paket beziehen kann? Ja, das ist richtig. Grundsätzlich haben alle Kantone diese Pakete erhalten. Es ist aber dem Kanton überlassen, wie sie das dann organisieren, damit das bis zu den Gemeinden kommt. Weil, wie gesagt, es haben auch nicht alle Gemeinden eben ein LMS, wo sie das einpflegen können. Deshalb wurde einfach zusätzlich diese URL geschaffen, damit wirklich alle die Möglichkeit haben, diese Module eben zu absolvieren. Gut, ich komme zur nächsten Frage. Gerne würden wir auf der Gemeinde Hackerangriffe simulieren, zum Beispiel Phishing-Mails, und so prüfen, ob unsere Mitarbeitenden fit sind. Gibt es Angebote Ihrerseits oder müssten wir ausschließlich Angebote von IT-Dienstleistern einholen? Ich erlaube mir an dieser Stelle seitens Sensibilisierung etwas dazu zu sagen. Wir haben vom Bundesamt für Cybersicherheit die Haltung, dass solche Phishing-Simulationen, wie sie jetzt hier genannt werden, nicht zielführend sind. Es gibt andere Sensibilisierungsmaßnahmen, wie beispielsweise Quiz oder Veranstaltungen, wo sie erklären, worauf geachtet werden muss, jetzt beispielsweise bei einem E-Mail, die zielführender sind als solche Phishing-E-Mails. Es gibt dazu auch eine Studie der ETH Zürich. Vielleicht können Sie sie mal anschauen. Und nein, wir machen solche Simulationen nicht, weil auch hier würden wir wieder in
den Markt eingreifen. Es gibt auf dem freien Markt viele Unternehmungen, die Sensibilisierungsmaßnahmen oder Ausbildungsmaßnahmen anbieten, die Sie dort beziehen können. Ich weiß nicht, ob von eurer Seite eine Ergänzung ist. Das ist nicht sehr gut. Gut. Danke, Martin, dass du die E-Mail-Adresse eingeblendet hast für E-Learning. Dann müssen öffentlichen Einrichtungen Cybervorfälle zwingend melden. Falls nicht, wer muss, wer darf es melden? Hier, das ist die Meldepflicht, die Manuela Sonderegger zuvor angesprochen hat. Wie gesagt, im Moment ist es in der Vernehmlassung. Wir werden darüber informieren. Ich denke jetzt mal, es wird ungefähr November 2024, weil nächstes Jahr die Meldepflicht dann in Kraft tritt. Ja, danke. Vernehmlassung wurde auch eingeblendet. Wie wird ein Cybervorfall definiert? Zählen Phishing-Mails schon dazu? Zählen erkannte Angriffe bereits dazu? Wo sind die Grenzen? Ich denke, man muss unterscheiden auch noch, ob es ein Cybervorfall ist oder ein Cyberangriff. Weil ein Cybervorfall kann auch technischer Natur sein. Man muss aber davon ausgehen heute, dass rund 95% der Cybervorfälle haben einen kriminellen Hintergrund. Das heißt, es sind Cyberangriffe. Und jedenfalls, so wie ich das Verständnis habe, ja, eine Phishing-Mail ist ein Cyberangriff, zumindest ein versuchter Angriff. Es kommt dann halt darauf an, wie Ihre Mitarbeitenden eben auf diesen Phishing-Versuch reagieren, ob er schlussendlich erfolgreich ist oder eben nicht. Und da möchte ich auch wieder eigentlich dein Wording aufgreifen, der Mitarbeitersensibilisierung, die wirklich wichtig sind. Genau. Gut. Ich sehe keine weiteren Fragen. Jetzt wäre noch der Moment, falls noch eine Frage auftaucht, und sonst würden wir dann den Call langsam beenden. Andri, ich wäre froh, wenn du den QR-Code einblenden könntest. Wir haben eine Umfrage gemacht zu diesem Anlass. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie diese Umfrage beantworten. Entschuldigung, ich muss das selber machen. Voilà. Ich werde am Anschluss an die Veranstaltung auch noch eine E-Mail verschicken, wo der Link zur Umfrage drin ist. Für uns ist es wichtig zu wissen, ob solche Veranstaltungen hilfreich sind, ob wir etwas verbessern können, wenn ja, was. Wie gesagt, die Technik, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit Ton. Wir sind hier in einem kleinen Studio, das wir netterweise benutzen dürfen vom Eidgenössischen Personalamt, Entschuldigung. Genau, wir mauern mit den Steinen, die wir haben. Gut, in dem Fall würde ich den Call schließen. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Veranstaltung wieder dabei sind.